Hallo meine Freunde, heute beschäftigen wir uns mal mit einem Golf Plus. Ein Golf Plus ist im Wesentlichen identisch zu einem Golf 5, obwohl dieser aus der letzten Baureihe schon Stilelemente vom Golf 6 hat. Der Golf Plus bekommt heute neue Bremsbeläge an der Hinterachse. Ich erkläre euch den Bremsenwechsel ganz im Detail, dann kann es auch wirklich jeder nachmachen. Passt aber auf, lasst danach nochmal jemand kontrollieren, der sich mit Bremsen auskennt, oder fahrt über den Bremsenprüfstand. Zum Lösen der Radschrauben braucht ihr 17er Stecklos und ein bisschen Kraft. Da war aber wieder einer mit dem Schlagschrauber dran. So, alle nur gerade anlösen, natürlich nicht rausmachen. Wir haben das Fahrzeug ja noch nicht aufgebockt. Wenn wir das Auto jetzt anheben wollen, haben wir bei modernen Fahrzeugen wie diesem ein Problem. Und zwar gibt es nur eine Aufnahme für den Wagenheber. Wo soll ich jetzt die Sicherheitsstütze unterbringen? Ich habe das jetzt dadurch gelöst, dass ich mir für meinen Wagenheber eine mechanische Verriegelung gebastelt habe. Wenn der hochgefahren ist, kommt das Stück hier rein und jetzt kann er nicht mehr zusammenrutschen und wir haben unsere Sicherheit. Den Aufnahmepunkt findet ihr hier an der Stelle, wo der Bordwagenheber ist, nur ein Stückchen hinten dran. Dann kann er hoch. Und wenn er mal hoch genug ist, kommt meine Sicherung rein. So, jetzt liegt hier drin, kann nichts mehr passieren. Dann macht er die 5 Radschrauben raus. Früher hatte nur die Luxusklasse 5, heute ist ein Golf schon Luxusklasse. Unten mit der Fußspitze dagegen drücken, bevor er die letzte Schraube rausmacht. Dann fällt euch das Rad nämlich nicht runter. Die letzte Schraube raus, dann könnt ihr die Aluminiumfelge abnehmen, ohne dass das verkratzt. Um die Bremsbeläge zu wechseln, wird hier der Sattel demontiert und dann müsst ihr hier an den Führungspulsen aufmachen. Hinten haben wir 13er Schlüsselweite, ihr müsst aber hier gegenhalten und das ist ein 15er. Braucht einen schmalen 15er. Die Dinger sitzen etwas mit Geschmack, braucht also schon ein bisschen Kraft. Die sind nämlich verklebt. Jetzt ist er auf und jetzt seht ihr auch, wo man gegenhalten muss. Und jetzt dreht sich der ganze Bolzen. Die obere könnt ihr dann auch gleich ganz entnehmen. Die gleiche Nummer mit der untere, wieder mit dem 15er eingreifen, den 13er hinten ansetzen und dann mit viel Kraft. Nur der Anfang, danach geht es ganz leicht. Mal die zweite Schraube. Jetzt kann theoretisch schon der ganze Sattel raus. Wenn er nicht will, geht er ein bisschen mit dem Brecheisen auf Weitung und dann könnt ihr den Sattel komplett abnehmen. So, den jetzt nicht einfach in der Landschaft hängen lassen. Aufhängen kann man blöderweise nicht. Deswegen legen wir ihn in dem Fall auf einen Bock. Dann können wir die alten Bremsklötze entnehmen. So, ihr seht, ein bisschen war noch drauf, aber wechseln können wir sie schon. Bei dem Träger müsst ihr nun schauen, ob die Bolzen noch frei gehen. Der tut's. Der ist auch noch gut. Dann müssen wir die Führungen hier der Beläge gut reinigen. Dafür könnt ihr ruhig einen Schraubenzieher nehmen und da die alten Belagreste abkratzen. Ihr seht, da kommen wunderschöne Führungen drunter frei. Man muss nur lang genug kratzen. Aber aufpassen, dass ihr die Manschetten von den Führungsbolzen nicht beschädigt. Die gleiche Nummer natürlich auch in den oberen Führungen. Wenn ihr mal das Gröbste weg habt, könnt ihr den Rest mit der Messingbürste reinigen. Danach ganz zart mit der Schlichtfeile über die Führungen hier, aber nur vorsichtig. Also da soll da kein Span wegfallen. Was man auch nehmen kann, ist Schleifpapier. Die gleiche Nummer mit dem Sattel. Auch hier muss der ganze Bremsstaub raus.
Jetzt kommt das eigentliche Problem der hinteren Bremsen bei VW, und zwar sind es sogenannte kombinierte Feststell- und Betriebsbremsensättel. Das heißt, die Feststellbremse wirkt hier hinten auf diesen mechanischen Mechanismus, während die Betriebsbremse mit dem hydraulischen Druck arbeitet. Und der Sattel kann jetzt nicht einfach zurückgedrückt werden, sondern der muss jetzt hier gedreht werden. Dafür braucht man so einen Spezialeinsatz und gleichzeitig gedrückt. Dafür gibt es heute spezielle Werkzeuge, die könnt ihr in China kaufen, aber ich habe hier einen Eigenbau, und zwar funktioniert der so, dass der hier reinkommt und jetzt eingreift. Mit der großen Spindel machen wir den Außendruck, jetzt sind wir auf Druck und jetzt können wir die innere drehen. Und jetzt setzt langsam den Kolben zurück. Das muss man immer hier so parallel arbeiten und der Kolben läuft zurück. Da es die Flüssigkeit zurückdrückt, müsst ihr vorne aufpassen, dass euch nicht der Behälter überläuft. Müsst ihr vorne absaugen. Das können wir wieder ein bisschen drehen. Und wenn wir drehen, können wir wieder nachstellen. Immer das, was wir nachstellen, haben wir schon gewonnen mit dem Kolben. Wenn das Werkzeug mal beginnt, sich in die Manschette einzuarbeiten, seid ihr ungefähr am Ende. Viel weiter brauchen wir nicht. Das heißt, das sollte es genügen. Können wir unser Werkzeug wieder abbauen, Druck wegnehmen. Und hier könnt ihr noch die Rubbel von dem Klebstoff wegmachen. Dann können wir noch hier hinten die Kante reinigen, da kam man ja vorher nicht bei. Bei der Bremsscheibe kontrollieren wir erstmal, ob wir wirklich eine neue brauchen. Und die hat noch 9,2 mm. Das Verschleißmaß der Scheibe ist 8 mm, der neue hat 10. Bestätigt meine alte Erfahrung. Ihr braucht neue Scheiben eigentlich nur bei jedem zweiten Belagwechsel. Das ist der erste Belagwechsel bei dem Auto, also kann man die Scheiben nochmal lassen. Bevor wir die neue montieren, ein bisschen Bremsenreiniger drüber. Einmal rumdrehen, dass wir keine Fettspuren auf der Scheibe haben. Rückseite natürlich auch. Die neuen Belege sind symmetrisch, vor dass es aber montiert, müsst ihr hier etwas Keramikpaste oder Plastilub drauf machen, hier an den Führungen. Das reicht schon. Die Rückseite müssen wir bei diesen Belegen nicht fetten, weil die haben nämlich klebende Rückseiten, da zieht er die Folie ab. So, dann setzt er den Belag hier so ein. Gut. Hier an den Führungen ein bisschen fetten, aber nicht so auf die Vorderseite des Belags bringen. Belag so einsetzen, dass die Führungen hier passen und den Kleber wegnehmen. Kommt der Sattel drüber. Dann müsst ihr unbedingt neue Schrauben benutzen. Die werden normalerweise bei den Belegen mitgeliefert, weil ihr seht, das sind selbstklebende Schrauben. Da müsst ihr den Sattel ein bisschen hindrücken. Dann könnt ihr mal die obere ansetzen. Gleiche Nummer unten. Schraube rein. Bisschen hindrücken. Suchen, wo das Gewinde ist. Jetzt müsst ihr hier nochmal kontrollieren. Diese Stifte von den Federn müssen unten drunter sein und nicht hier rausstehen. Dann zieht ihr mal die Schrauben unter Gegenhalten an dem 15er leidlich an. Drückt sich der Sattel auch rein. Gleiche Nummer unten. Die Schrauben bekommen 35 Newtonmeter nach Anleitung. In anderen Anleitungen habe ich auch 30 gelesen. Und dann mit den 35 Newtonmeter. Unten kommt man noch nicht einmal mit dem kleinen Viertelzoll bei. Da sitzt die Schraube so nah am Träger. Da geht es nur mit dem seitlichen
Aber wieder die 35. Und 35. Bei der Montage des Rads könnt ihr es euch jetzt einfach machen, wenn ihr so einen alten Montagebulsen habt. Sowas gab es früher beim Bordwerkzeug. Den schraubt ihr hier ein und dann kann man das Rad ganz einfach draufsetzen. Wenn ihr heute so einen Bolzen haben wollt, könnt ihr euch einen selbst drehen oder ihr kauft den bei Porsche. Bei Porsche gibt es nämlich sowas noch. Dann kommt das Rad auf den Bolzen, nehmt ihr eine von den Schrauben, unten rein, noch eine zweite, dann alle Schrauben der Reihe nach ansetzen. Und an die Stelle des Bolzen kommt die letzte Schraube. Jetzt zieht er das mal in so einem Sternmuster leidlich fest. Dann nochmal eine Runde mit etwas mehr Kraft. Das reicht schon. Und da muss natürlich die Sicherung raus und dann könnt ihr ganz vorsichtig ablassen. Wenn das Fahrzeug wieder auf seinem Rad steht, machen wir 120 Newtonmeter auf den Drehmomentschlüssel und dann einmal reihum eine Runde Drehmoment für alle. Gut, wenn wir mal eine Seite fertig haben, drücken wir jetzt auf das Bremspedal, weil der Kolben muss sich hier erst wieder an die Bremsen anlegen, das heißt das Pedal wird jetzt durchfallen. Erster Versuch. Oh, das geht schon ganz gut. Und jetzt haben wir schon wieder vollen Druck auf dem Pedal. Der Belag ist angebremst. Bevor ich nun das Werkzeug aufhebe, muss ich aber noch die Bremsen auf der anderen Seite wechseln. Bremsen müsst ihr immer auch achsweise austauschen. Die andere Seite geht aber genauso wie die gezeigte Seite, also könnt ihr alleine machen. Wenn wir fertig sind, schauen wir nochmal nach dem Bremsflüssigkeitsbehälter, wie hoch die Bremsflüssigkeit jetzt mit den angebremsten Belegen steht. Und wir haben es ganz gut erwischt, die Bremsflüssigkeit steht gerade so auf Max. Das lassen wir genau drin. Dann den Behälter wieder zuschrauben. So meine Freunde, heute habe ich euch gezeigt, ein Bremsenwechsel an einem neuen VW ist auch kein Hexenwerk. Also viel Spaß, tschüss, bis zum nächsten Video.